Hallo und herzlich willkommen bei Hooked Live. Ich bin Tom, mir zugeschaltet ist der Robin und wir wollen heute mit euch die Developer Direct von Xbox schauen, nachdem wir das ja im letzten Jahr auch schon gemacht haben und im letzten Jahr war es tatsächlich ziemlich cool, sowohl weil das Format so viel angenehmer ist als das, was Xbox vorher gemacht haben mit Inside Xbox, weil hier kommen wirklich die EntwicklerInnen zu Wort und nicht irgendwelche PR-Leute, die sich lautstark begrüßen und über alles gleichermaßen begeistert sind. Und da bin ich doch tatsächlich ein bisschen interessiert dran, denn Robin, wir wissen schon, dass Indiana Jones gezeigt wird, wir wissen, dass Hellblade 2 gezeigt wird, wir wissen, dass dieses Ara gezeigt wird und wir wissen, dass Avowed von Obsidian gezeigt wird. Und das allein ist schon cool genug. Ja, Tom, ich freue mich da auch sehr, sehr doll drauf. Und deswegen gucken wir doch jetzt mal so rein, was Microsoft so alles Spannendes zu bieten hat. Dankeschön, Robin. Danke, dass du es alles kaputt machst. Eine kleine Darbietung davon, was wir nicht mehr bekommen jetzt und warum wir uns da so freuen können alle. Ich bin auch gespannt. Ich mag das ja eigentlich halt schon gesagt haben, so, das haben wir. Es werden sicherlich 1, 2 andere Spiele noch dabei sein, aber es gibt wohl keinen Shadow Drop und das mag ich eigentlich. Das ist so ein Managen der Erwartungen, die ich eigentlich ganz gut finde. Ja, genau. Und das soll so eine Stunde lang sein, oder? Ich glaube, die letzte war auch so eine Stunde oder 45 Minuten, ich sowas in die Richtung? Zumindest, genau, damit plane ich so ein bisschen für mich. Genau, ja, würde ich jetzt auch von ausgehen. Danke übrigens an die ganzen Abos, die gerade reintrudeln. Ihr seid ja richtig gut dabei, Chat. Hanswurst Senior, Ritia, Andreas, Geribor. Hanswurst Senior ist da. Major Filio, Chris, Isfan, noch ein Chrissy. Dankeschön. Voll lieb, dass ihr hier ein Abo dalasst. Das hilft uns wirklich weiter. Und ich glaube, also bei Xbox finde ich es immer ein bisschen schwierig. Ich finde, Xbox ist eigentlich in der Position, wo sie ein paar richtige Knaller ganz gut vertragen könnten. So, oh ja, spieletechnisch. Aber das sind ja so durchgehend. Sorry, dass gerade mein Licht kurz sich verändert hat. Das lag an meiner Kamera. Das ist ja durchgehend so und da würde ich jetzt keine großen Dinge erwarten. Ich bin ja auch jetzt echt nicht ich hoffe halt, dass Indiana Jones Knaller wird, ja. Weißt du? Das ist halt die Sache. Ich bin halt kein Indiana Jones-Fan und das könnte eigentlich als Franchise schwierig weiter von meinen Interessen entfernt sein. Aber es ist 3D-Platforming hoffentlich und es ist Machine Games, eine der besten arbeitenden Entwicklerteams. Deswegen aus dem Grund freue ich mich dann doch wieder. Genau. Wir hatten jetzt noch Ultimate, Contralink, Fanabi, Kumi, Lots of Flumpia, glaube ich, und Animator, Dankeschön für die Abos. Gleich geht's los mit der Premiere. Hier ist tatsächlich kein Livestream, es ist eine Premiere, also ein Video, das sie quasi jetzt gleich online stellen. Ja, deswegen bekommen wir dann auch gleich den Countdown, den YouTube-Countdown. Obwohl, wir haben schon mal zwingend. Die haben auch manchmal einen Custom-Countdown, also es kann sein, dass gleich noch mal ein 5-Minuten-Timer startet oder sowas. Ja. Aber bei mir steht jetzt gerade da, Premiere startet gleich. Wundert euch übrigens nicht, dass ihr gerade nur Developer Direct seht. Das ist gerade noch ein bisschen breiter. Bei mir wird das Bild gerade noch ein bisschen breiter angezeigt, als es dann eigentlich ist. Es müsste das richtige Format gleich für euch auch zu sehen sein, wenn es dann richtig losgeht. Oh, und ich hoffe, dass das Indiana Jones Spiel gut wird. Bitte. Bitte, Robin. Ich bin auch gespannt, dass wir dann halt mehr führen. Also Gameplay zu Ninja Theory, da bin ich auch, hoffe ich ein bisschen drauf. Avowed. Ich glaube, wir wissen genau, was Avowed halt wird, deswegen bin ich da jetzt nicht so aufgeregt. Nee, das finde ich nicht. Oder ich hoffe es nicht, sagen wir es so. Ich sag dir, du wissen genau, was das wird. Oh, das ist tatsächlich doch der Standard YouTube-Countdown hier. Naja, gut, den muss ich ja jetzt erstmal nicht so viel lauter machen, ne, Chat? Bei mir übrigens, Robin, für unsere Synchronisation ist gerade bei 37, 36, 35. Ja, 34. bei mir ist genau da. Okay, super. Junkman, ich habe tatsächlich heute vor wenigen Minuten mein Rücksendeetikett für das Steam Deck ausgedruckt und schicke das dann morgen auch weg. Also ja, gleich bei mir. Krass. Genau, habe ich jetzt auch gemacht. Dann freue ich mich drauf, wie bei der Switch, dass die gleiche wieder zurückgeschickt zu bekommen. Ich glaube übrigens, die Xbox-Leute haben bei YouTube noch nicht die Funktion gefunden, dass man diesen Countdown hier individualisieren kann. Weil das ist, glaube ich, die Standardvariante. Aber ich mag es, ist ein guter Vibe. So, jetzt mache ich schon ein bisschen lauter. Hummelbobbles, danke für die Subscription. Ihr könnt dann auch gerne Feedback geben. Das ist mal Epic Introduction hier.
Directly. Hallo. Gebt dann gerne Feedback für den Ton, falls ihr irgendjemanden nicht hören könnt oder irgendwas zu laut oder zu leise ist. Ich versuche es aber auch dynamisch immer ein bisschen anzupassen. Oh, der gerade einen Cartwheel gemacht hat, der wird, glaube ich, das ist doch Bürogespräch für die nächsten Monate, oder? Weißt du noch, als Harry einfach ein Cartwheel in der Direct gemacht hat? Vielleicht haben sie ja weggeschnitten und erst danach noch hingefallen. Ja. Übrigens, Activision Blizzard gibt's nicht, das gibt's später im Jahr, das haben sie schon gesagt. Ja, das hätte mich auch sehr gewundert, tatsächlich. Wenn wir das jetzt schon zu sehen bekommen. Oh, wir fangen mit Obsidian an. Yes! Please be good. Pillars of Eternity 2. Nicht underrated, aber underplayed. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed. Avowed is an adventure into the heart of the living Wir können ein lands. bisschen lauter A machen. frontier at the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the living lands. At Obsidian, we love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. Sie, die Writerin, ich habe gerade mal gecheckt, die Directorin war Writerin vorher bei Pillars of Eternity 1, 2 und Narrative Design Lead bei Outer Worlds to give players a world and experience like no other. It's colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of Eora. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. Sie war auch in der Doku drin, die es zum Obsidian Geburtstag gab. Die ist auch sehr empfehlenswert. And the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Wow. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, gameplay director. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, and abilities for tactical advantages against a wide range of enemy types. It's not just hacking and slashing. You're making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, blocks, parries, and special attacks. Sieht ein bisschen If you choose strange to approach aus. combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the Wie die einfach Tanglefoot ability, you can zusammensacken, stop Robin. enemies in their tracks, giving you the Ja, opportunity to also focus on besonders weaker or aufregend, tougher das sieht das combatants nicht in an aus. Ich würde sogar sagen, das sieht intentional and geradezu controlled unaufregend manner. aus. It's important to pay attention Da to the fehlt types of irgendwie der enemies you're dealing Impact. with. Some units are extremely defensive, some are brutally difficult, and others you must make sure you prioritize or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that Ja, can vor allem be die quickly Zauber sehen switched halt during ultra combat. lame aus. That means you can play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Or even wie dual-wield die wands wirklich to einfach- feel like a gunslinging mage. Ja. You could use your Einfach enchanted droppen. wand to freeze enemies and then use your offhand weapon's power attack to shatter them. We've worked hard to Wie keep das you auch constantly grafisch engaged as aussah, battles dieses unfold vereist by werden creating a gerade. balance between pressure and manageability during combat. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they Fühle get mich to in know meinen the game Erwartungen and the sehr story and bestätigt, explore leider. the many diverse regions. Man, Dark Messiah hat das vor 20 Jahren gemacht, Leute. War kein Rollenspiel, ne? Like this Doch. side quest you may encounter in Shatterscar. Ja, nee, the nicht third wirklich. region you'll explore on your Na, journey aber through halb. the living lands. Ja, As you're so ein exploring, bisschen. you come Du across hattest- the du bodies konntest of these skillen fallen und leveln soldiers. und so. And as you explore the war. remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Just the four of us. Manu, Kiri, Naoki, and Also ich sag mal, training under Captain Ruth. wenn jetzt THQ Nordic dieses Spiel vorstellen würde, wäre ich jetzt auch nicht mega überrascht. In other words, you're a gang of vigilantes. Ich glaube, ich weiß, was du But I'm meinst. one to judge. Here,
Take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. My squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised. Zorips. It was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone. But I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Ich sehe gerade, dass gar kein standardmäßiger deutscher Untertitel eingestellt ist. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? Weil wir haben deutsche Untertitel. I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Usui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. Ist so reingepappt, also You're right. Ja nicht. Real battle isn't something you can prepare for, is it? Ne, du hast auch keine Inszenierung in dem Gespräch hier. Es ist der eine statische Shot. Ja. They should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Third Born. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge Die werden you to auch a fight Baldur's to Gate 3 reclaim his gespielt haben honor. und sich gedacht haben, Either way, scheiße. when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted Avowed setting to feel rich. Ich liebe ihn aber. Ich finde, der sollte ein Charakter sein im Spiel. Er sieht aus wie ein Charakter. Aus Outer World. Swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience. By contrasting the vibrant with the dull. Also es wirkt wirklich so, als ob das ein verlorenes Spiel von vor 15 Jahren irgendwie wäre. Ja, ein bisschen. So aus der 360-Ära. Ja, das ist so der lang erwartete, hoch aufgelöste Port mit extra Lighting von diesem 360-Spiel. All of the regions have a lot of special things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, there's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to share more about the game in the coming months. Mann, oh Mann. We can't wait for you to explore Das the living wirkt irgendwie lands nicht when nach sehr Avowed viel. launches this fall. Ne. Ich bin noch tatsächlich. Danke, Lukas, ja. Ich bin noch tatsächlich ein bisschen schockiert. Naja, für mich wirkt es total halt wie. Es ist halt technisch auf dem Stand von Outer Worlds und das ist jetzt wieder im Fantasy-Bereich. Ja, die Technik ist gar nicht so das Idee, mein primäres Ding. Mein Ding ist, dass das Gameplay mich so gar nicht inspiriert. Weißt du, ich gucke mir das nicht an und denke mir, oh, das will ich auch machen, oh, die Möglichkeiten, die sich mir ergeben. Ja. Sondern ich gucke mir das an und denke mir, das habe ich erstens schon gespielt und es sieht hier in der Iteration auch nicht so wahnsinnig spannend aus. Es hat nicht so viel Umf. Ich habe halt bei Echtzeit Obsidian nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt. Die haben halt noch kein gutes Echtzeit-Spiel gemacht, oder? Ich fand, Outer Worlds hat sich schon gut gespielt. Ja, gut. Gut würde ich hier auch. Ja, doch, gut war es schon, das stimmt. Und ich mag ja Pillars of Eternity voll gerne. Also und auch diese Welt voll gerne. Deswegen finde ich die Idee so cool, da so reinzugehen, wirklich. So, aber jetzt kommen wir mal, glaube ich, ein bisschen was grafisch anderes geboten. Ja. Übrigens Herbst 2024 stand dabei. Oh, echt Herbst? Habe ich gerade nicht. With a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. You see how strong you are. Do you see how the pitiless world stamps you down? Senua is back with a new quest. She wants to stop the Vikings who raided her village right at their source, in Iceland. But not just her quest has changed.
Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little, this settlement became my tribe. In the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope. And she'll discover, along with us, how this viewpoint can have its advantages. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing voices, and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? It's terrifying. Direkt danach die Players will Worte, find themselves traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Aber das finde ich interessant, dass sie, weil das haben sie ja bisher kaum ins Marketing für den zweiten Teil reingenommen, hatte ich das Gefühl. Ich glaube, weil man ein bisschen davon ausgeht, dass das fortgeführt wird. Mhm. On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, Ich will auch mal Motion thinking Capture of machen, what Robin. events would be good to bring into this fight. Like, how can we make würdest this du fight gerne feel spielen? different from the previous fight? Ist mir egal, ich will nur einen Motion Capture We Room. have all Können new wir uns einen combat for the bauen? sequel. Ja, klar, Tom. Ich schreib nochmal Holy an. Die 150.000 sind bestimmt drin. Wo du das sagst, wir sind gesponsert von Holy. Holt euch Richtig. Holt euch ein leckeres Holt euch Drink. 150.000 Holy Drinks und dann kann Tom endlich ein Motion Capture Room bauen. Wenn ihr 3.000 Mal bestellt, dann gibt's Motion Capture Hook. Dann seht ihr nur noch unsere VTuber-Avatare. Aber perfekt animiert. Perfekt animiert. Die sehen, für euch ist kein Unterschied. Die sehen genauso aus. Aber ich kann ab und zu Tom spielen. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful So ein expressions on Schau their schreibt, ich habe faces. mal MC für eine Studie gemacht aus Motion Capturing und fühlte mich in dem engen Anzug sehr pfundig. Ja, das ist auch eine Gefahr, die ich auch sehe. Das ist ein guter Punkt. Ich mag auch einfach fundig als Wort sehr gern. Fundig ist Every ein gutes, discipline in ja. the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you into Das Senua's wird aber auch story. das Spiel werden, ne? Wieder dieses, okay, wir laufen We were lucky viel. enough to do a few reference Dann gibt's ein gathering paar trips Kämpfe. in Iceland. You have to be there. The sense of Naja, das ist ja scale, eigentlich das, was everything is incredible. auch so ein God of War ist, nur And dass you du kein see a nerviges scene or you see a Rumgekletter hast small nebenbei. section Deswegen of the gefällt game and mir. you're like, yeah, that Keine works, Puzzles, die dir that's schon amazing. erzählt werden. Genau, sie tun nicht so, als würden sie noch andere Sachen machen. Und dann ist es am Ende wahrscheinlich 6 Stunden lang. And a part of this manifesting Ich hoffe es. voices she hears. These voices come to life through binaural audio, which provides a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones, you surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Ich habe das Gefühl, Tom, ich rede mal kurz über ihn drüber, ich bin mal so frech, dass sie nicht wirklich wissen, wie sie Hellblade 2 vermarkten sollen. Weil ich bin ja riesen Hellblade 1 Fan und ich freue mich darauf, weil ich das weiß, dass ich das geil finden werde, aber nicht aufgrund von irgendwas, was ich gesehen habe oder was sie mir erzählen. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen, dem fehlt die zentrale Tagline, weißt du?
Ja, oder das zentrale Feature. Ja, ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Ding. Es sieht halt so hammermäßig aus, wie es teilweise aussieht. Und ansonsten machen sie halt die Sachen, die schon cool waren vorher. Und jetzt, ne, wie er sagt, hier das 3D-Audio, was sie dann noch erweitert haben, solche Sachen. Und das ist auch cool. Aber ich weiß gar nicht, ob sich dieses Spiel so sehr eignet für eine ausführliche Vorberichterstattungs-Marketing-Kampagne. Ja, und vor allen Dingen eine, die ja schon, also der erste die halt 3 Jahre geht. 18 raus, oder nee, 17, vor 7 Jahren kam der erste Teil auch raus, glaube ich. Und das ist irgendwie ein bisschen weird. Ich glaube, das alles hier ist eher entstanden dadurch, dass halt Microsoft das die ganze Zeit mitträgt als eines ihrer großen Spiele jetzt, seitdem sie die gekauft haben. Dadurch steht es halt so sehr im Fokus. Hellblade 1 gibt es übrigens, sehe ich gerade, für 3 € auf Steam. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, go. Oh ja. My hope is that they will dieser really Musiktrack connect ist so to geil. Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey. A journey that you can embark on May 21st. 21. Mai. Ja, das wurde leider gestern schon geleakt, aber ich wollte es nicht vorweg. Ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen. Deswegen ist doch cool. Ist irgendwas mit meiner Cam passiert? Ist was mit der... Oh ja, ich sehe auch gerade, ja, du bist im Glitch-Modus. Warte mal, ich deaktiviere und aktiviere einfach. Ach nee, jetzt hat VR-Mode activate. Oh, was war das? Oh. Square Enix? Ey, Visions of Mana. Visions of Mana, ja. Hä? Aber ein schon bereits angekündigtes Spiel? Das ist aber süß, wie sie das hier so reingedrückt haben. Aha. Hat das, ich meine, ne, Xbox versucht ja mehr mit Square Enix Buddy zu machen. Aber das wurde, glaube ich, schon für Xbox mit angekündigt. Ich glaube für alle Plattformen, oder? Ja, genau. 聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの情報を Xbox ユーザーの皆さんにいち早くお伝えできる機会をいただけて大変光栄です。コンソールゲームとしては約17年ぶりとなる聖剣伝説シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは1991年にファイナルファンタジー外伝として誕生して以降、マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに個性豊かなキャラクターたち、心に響く楽曲の数々、武器の特性を生かして戦うアクション RPG としてこれまでに17作発売され長らく愛されてきました。20.000 本作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。フィールドでは自然や精霊とのつながりを感じられる色彩豊かな聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。Das wirkt voll nach so einem Ding halt so, das wird halt gemacht, um die Beziehungen der beiden Firmen zu vertiefen, so, dass es hier auftaucht. Ja, aber ich verstehe nicht ganz, wieso es hier auftaucht. Es wirkt sehr willkürlich. Ja, ein bisschen random. Alter, der ist ja ein Boss. Hello, I am Koichi Shi from Gretz. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。
今作では初めはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。Die Animationen sind so schön lebendig. So wobbly. 聖剣伝説ファイナルファンタジー外伝を作っていた頃から自分の頭の中ではモンスターたちは立体的に生き生きと動いて、これまで自分がIch hätte gern, dass das den Stil hat. 当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する、海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。陸上を猛スピードで駆け回ってくれるピックル。ピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。Cool. 新たな仲間を考えるにあたっては、今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという。It had to be fucking kawaii, you know? その上で、ヨークシャテリアの毛並み。見た目はアルマジルによく似た仙山港や古代エジプト神のアヌビスの子供といった Klar, was man halt denkt als erstes, wenn es kawaii sein muss. それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。Design-Paradigma war kawaii AF. デザイナーにもアイデアを出してもらいながら、足の長さや丸まった時のイメージなど、ゲームの中で見え方を考えながら、調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。Ja, genau, Pazifist. Er muss sehr gut vermarktbar sein. 楽曲面です。過去、さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい。Das erinnert mich aber auch von der Art und Weise, wie es geframed und gefilmt ist mit den Plushies, tatsächlich sehr an die Pokémon-Präsentation. 過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう。Ja, Leute, das ist keine News, dass eure Musik wechseln kann. Sorry, also das tut mir leid. Das erwarte ich so ein bisschen. 探索中の BGM がバトルに入った瞬間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。Noch so methodisch, ne? 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく、 wollten die nicht zeigen, wie dynamisch die Kampfmusik ist und startet, weil es hat sich nicht nach Kampfmusik angehört. Ja, es kamen so ein paar Instrumente dazu. Ich glaube, das war das, was sie meinen. Das sieht aus, als ob wir den Hauptcharakter aus diesem Level 5 Ni no Kuni 2 spielen. Hast du gerade die World War II Ente gesehen? Nee. その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。オリジナルモンスターやピックルにも注目してほしいのです。聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう、小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ発売日を楽しみに待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみにしています。Vielleicht kündigen sie jetzt an, dass die PlayStation-Version gecancelt ist. Ich finde den so super, diesen Mana-Creator. Der sieht aus, als ob er selbst von Tetsuya Nomura designt wurde. Ja. Also spielst du hervorragend aus. Das sieht richtig schön aus. Jetzt auch vom Gameplay her nicht irgendwie mega einzigartig oder so, aber einfach schön. Ja. Ach, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass diese Präsentation nicht für uns als Zuschauer gemacht wurde, sondern für die Businessmenschen. Fürs Händeschütteln zwischen Phil und dem Square-Boss. Ja. Komm, da freuen sie sich. Da passt doch noch eins hin rechts unten. Robin. Das stimmt. Sonst sähe es unsauber aus. Da ist doch noch Platz für Silk Song, Freunde.
Robin, warum? Why would you? Wegen Game Pass. Da gibt es doch viel Sinn. Das wäre ein Shadow Drop, oder? Hello. And welcome to Oxide Games. We founded the studio in 2013 aber ein Shadow Drop erwarte ich mir nicht hier. Building some of the most beloved strategy games. Das wäre der crazy Shadow Drop. We came together to oder create Elden Ring something DLC, new and innovative in a genre we all love. So, das habe ich gar nicht so richtig auf dem Schirm, muss ich zugeben. Das sind halt ehemalige Civ-Macher, die ein neues Civ mit einem neuen Studio machen. Ja, das weiß ich, aber mehr nicht. Also ich habe mir jetzt nicht groß was dazu angeguckt. Oder damit weißt du alles. Ach so. Na gut. Ich glaube, das ist alles, was es zu wissen gibt. With Ara, we wanted to challenge some of the preconceived notions about the genre, push it forward in a modern, empowering, and truly compelling and approachable way. For example, we have over 100 instruments on display in the office, which are all things that we purchased in order to add to the soundtrack and expand the game and make it really good. Hi, Dan. That's Dan. We started in his basement. It's been an amazing process to see from concept. Es ist Dan Baker, um genau zu sein. We started small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, and prototyping out features, rediscovering what made us fall in love with strategy games in the first place. The end result is Ara, the historical grand strategy game that presents a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the most prestigious nation on the planet. For Ara, we knew we needed deep systems with outcomes that encourage exploration and give players the power to experiment and make meaningful strategic choices while still having agency over their playstyle. We also wanted to explore more in ich würde mich wundern, wenn sie das nicht alles irgendwann zumindest around the world the chance to see the game reflect their unique perspective and not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact Diese of their Perspektiven decisions, der they would need to see their AnführerInnen choices sind wirklich reflected in sehr the game world itself, not just through numbers on Ihr seid Takt, ja. Auch sehr dem Stil von dem Neues von Civ 6. Weil ich finde so, wenn sie in der in den Stadtansichten und so drin, das ist schon nochmal sehr anders. Sehr viel, hässlicher. Sehr viel ausgearbeiteter und detaillierter. Ich finde, das ist nicht besonders hübsch, ehrlich gesagt, außerhalb der Character Designs. Findest du? Ja, sorry, dass ich so eine Grafikhure heute bin, aber ich finde, das sieht sehr, also diese Shots, boah, da sah schon das mäßig hübsche Age of Empires 4 deutlich besser aus und da sah auch ein Anno vor gefühlt irgendwie 6 Jahren schon besser aus, finde ich. Ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Das ist, glaube ich, eher so ein Lighting-Problem. Ja, maybe. And no feature better exemplifies this than the prestige system. To win a game of Ara, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players the chance to decide what kind of leader they want to be. Do they want to pursue great works of arts and culture? Military might. Aber hier solche Kämpfe zu haben. Wow, Mechs. Wow. Mecha Warrior. Aber nur deren Entwickler-Dinger dazu. Da hatten sie noch keine Models. Ja. Wir sind noch dran, Leute, aber es wird Mechs geben. Personally, when I play Ara, I like to build triumphs. Triumphs are our collection of incredible monuments and architectural achievements. Ich finde halt, da fehlt irgendwie der Artstyle in diesen Szenen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ein bisschen das City Skylines Problem. Giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that constructs them. Another aspect of Ara that I'm personally excited about is our crafting system. The crafting system offers a unique challenge to the player that they generally won't see often in the 4X genre. Succeeding at balancing, gathering the right things, turning them into the tools that you need, and then finally getting to the outcome or reward of something like an important improvement or triumph just changes the challenge that exists in Ara compared to other 4X games. Crafting plays out in Ara at a national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest into all manner of goods and components. Those are the foundation for everything, from international trade to improving their cities and citizens' lives, and even manufacturing the weapons necessary to draft military units. The crafting system in Ara encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions, and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system.
Many strategy games have players alternate taking turns and reacting to their opponent's moves. In Aura, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. This system makes Aura just feel more real. Also ich glaube einfach die NPCs. Once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged. Ja, das ist auf jeden Fall was sehr Gutes. Periods of downtime where you're not doing anything. It's not easy sifting through all of history and picking what to include. For Aura, we wanted to offer a fresh perspective, so we looked at Wo ist die fucking Töpferstatue aus Tönisberg? with the broadest lens possible. Where this approach really shines is in our leaders. Wichtiger Teil der Leaders are Historie. so often seen as military personnel or prominent government figures, but leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Each leader in Aura has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader trait informed by their contributions to world history. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play. And even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. For us at Oxide, player feedback is the only way to really understand what you're making. It gives us that priceless perspective from the people we're making Aura for. You. Hängematte unterm Schreibtisch. Ja, das wirkte nicht gemütlich, wie sie da hing, muss ich sagen. Doch. Findest du? Ja. In meinem Motion Capture Studio will ich auch Hängematten unterm Schreibtisch. Ich mache mir eine Wishlist. Ich hoffe, du hast nicht allzu viele Schreibtische in deinem Motion Capture Studio. Shut up. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just Cougars, 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 I hate cougars! Someone get these feline demons away from me. I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. And we're so excited that we can finally see the finish. Was haben die denn da alles? We can't wait for players to get their hands on the game later this year. But the launch of Aura is only the beginning. We're going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. On behalf of everyone at Oxide Games, thank you for joining us today. We can't wait for you to play Aura and to create your own history. Ja, nur PC fürs Erste. Dass hier Spiele gezeigt werden, die auch wirklich in diesem Jahr rauskommen sollen. Ja, nur sogar. Ja. Aber ne, also nicht Xbox, kommt dann wahrscheinlich nächstes Jahr. Ist vielleicht wahrscheinlich, oder vielleicht einfach ein bisschen davon abhängig, wie erfolgreich es wird. Mhm. Here we go. Okay, wie viele Peitschenhiebe werden wir hören? Chat. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, der war auch Game Designer bei den Wolfenstein-Spielen und Darkness und so. Also das ist schon mal, das ist kein komplett neues Team. Das gefällt mir gut. You are Indiana Jones. You will see through his eyes and experience a journey that we hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. I'd had this idea for what it would be like and the story, what Indy was going after, what ich finde, das macht so viel Sinn, dass so ein Indiana Jones Stan ist. And as the years went on, bei den ganzen Lederjacken, die jetzt nicht trägt. Stimmt, da wurde ihm zu viel gemimt. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive and just that excitement. Ja, Leute, das ist doch silly. Der hat doch mit der Entwicklung des Spiels nichts zu tun. Ihr müsst versuchen, euer Rumgemime nicht auf eure kritische Denkleistung übergehen zu lassen. Es ist aber wirklich seine Idee. Das wussten wir ja vorher schon. Das ist ja sein Baby so ein bisschen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er direkt directed oder so. Nee, stand ja Executive Producer. Genau. While you were playing your pointless game. Oh, wow.
Ist ja richtig stylized. Was playing you. What the fuck? You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning. Der hat schon ein paar Schläge gegen die Nase abbekommen. Gleich kommt der nächste. And forgotten in the sense of Africa. Ja. Wollte. So. Zeig mir, wie Third Person. Nein, das ist First Person. Perspektive. Wussten wir das schon? Er hat nur gerade gesagt, aus den Augen von Indy. Aber ich glaube, so 100% wussten wir es noch nicht. Dann kann es ja nicht. Na doch, kann es schon. Das ist ja weird. Oh, dann macht einfach Machine Games das, was sie mit Wolfenstein gemacht haben mit Indiana Jones. Das wäre ja crazy. I hope so. First-person puzzle solving. To be found. You can't just run away from your problems, Indiana. Watch me. So smooth. Direkt den Williams Scream ausgepackt. Ja. Mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. Oh, heißt es wirklich so? Der Name ist ja schon geleakt worden, ne? Ich hab den noch nicht gesehen. Heißt der Aligned Circle? Das war irgendwas mit Circle. Da haben wir die ganzen Peitschenhiebe. First-person Peitschenhiebe. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I could keep up? Wolfenstein 3. Das ist genau das, was ich von Indiana Jones möchte. Genau diese Set-Pieces. Der hört sich ein bisschen an wie Troy Baker in Death Stranding. Das klingt wirklich nach Troy Baker. The Great Circle. Ja, The Great Circle, genau, ja. Indiana Jones und der dolle Kreis. You have any idea how old that was? Also ich mag's. Ja. Indiana Jones is such an iconic character, and he means so much to so many people. Naja, das sie though. Has their own indie stories and memories. Wenn er aufs Box Office kommt. Most of us grew up with his adventures. Ich habe den auch noch nicht gesehen, den neuen Film, und ich mag ja Indiana Jones auch voll gern. He's a brilliant aber ich habe archaeologist. He's a charismatic everyman. He's passionate and determined. And for us, he's synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a Die haben die new gleichen Indiana Webcams Jones wie wir, story for a modern gaming audience. Oh, echt? Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees and feels. For us at Machine Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring you into the rich, also es ergibt schon Sinn, dass sie einen First-Person-Indie-Spiel machen. Ja. Ich hätte halt gedacht, dass das so eine Respawn-Situation ist, weißt du? Dass das quasi deren Jedi Fallen Order werden Wäre würde. eigentlich genau das gleiche gewesen, ne? Ja. Genau. Solving puzzles in ancient temples. Aber ich find's cool, also das ist direkt ein Alleinstellungsmerkmal für einen Indiana Jones Spiel. Ich hatte mir halt gewünscht, dass es ein Platformer wäre, deswegen ist das leider raus. Ich meine, wir haben gesehen, wie man so schwingt und so, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass das eine große spielerische Rolle spielen wird. Ach so, oh, never mind. Aber das wird ja nur, ich drück nach oben, oder nicht? Ja, wahrscheinlich. Ah, okay. Das ist wirklich dazwischen. Das erklärt die ganzen Charaktere. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact,
Auch wenn es jetzt auch kein Next-Gen-Showpiece ist. Ne? Also ich finde, der Stil, der bedient sich, das ist einfach... Ich glaube, was du daran magst, ist das hervorragende Character-Design von Machine Games, das auch in Wolfenstein so geil ist. Weißt du, weil wenn ich mir so die Umgebungen angucke, dann habe ich das Gefühl, das hat gar keinen großen, jetzt eigenen, überzeichneten Stil, sondern es sind einfach geile Character-Designs, die so auf den Punkt sind. Ja, aber es ist auch nicht Hyper-Realism oder sowas, ne? Also es ist schon so ein bisschen eine Stilisierung ist mit drin, habe ich das Gefühl. Und ich würde dir zustimmen, dass es wirklich hervorragend ist und auch gut animiert. Ja. It wouldn't be indie if he wasn't using his wits to get through the situation. Oh ja, ich will ganz viele Puzzles. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Interessant. Hier, das ist erst der Creative Director, er war vorher Art Director bei den Wolfenstein-Spielen. Und was Veggie mir auch sagt, es fühlt sich auch wirklich an nach den alten Filmen. Dem würde ich zustimmen. We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing sowas hier ist halt super cool. With action propelling you through your journey. Auf so einen Zeppelin zu infiltrieren oder sowas, während der in der Luft ist. Let's go. The pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, and beyond. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had a goal of. Ich finde voll krass, Tom, wie viele der Leute, die hier aufgetaucht sind beim Googlen, ich sehe, dass die schon seit The Darkness in diesem Team damals noch bei Starbreeze zusammen sind. Das ist gar nicht selbstverständlich. Überhaupt nicht. Ja. Gerade wenn du ja bedenkst, es ist ja eine komplette, also die haben ja Studios gewechselt zwischendurch. Und das ist schon krass. Das stimmt. Ja, Dance Sweep, das ist, soweit wir wissen, ein Exklusivtitel, weil es halt ein Bethesda-Titel ist. We're very physical with our production style. We use a lot of Troy? Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. Jesus. So, Tom, das machen wir dann mal mit dir, wenn wir das Studio haben, ne? Ja, let's go, gar kein Problem. Ich bin fit. Ja, fuck yeah. Gina is pursuing answers just for the sake of curiosity. Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American. Diese Nonne hat ein sehr lustiges Face. Their paths are intertwined, and they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Die ganzen Dudettes. Let's see if you can keep up. Fight. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people, compelled by the passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under in the skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of Africa. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. How you approach any given situation is up to you. You may choose Das hat mehr Umf als die Kämpfe in Avowed. Ja, so eine Frage. Oh. Mit der Schaufel. Erstmal zwischen die Beine. Just like you see in the movies, das sieht richtig one of our geil goals aus. has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. Kriegen ein gutes Indiana Jones Spiel, Leute. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. War da eine Peitsche rechts neben? Wer war das? Wer kann das nur gewesen sein? Ich weiß gar nicht, wer das jetzt sein könnte. Everything you'd expect. War wohl der Peitschenwind. And hopefully It's a little the bit bat. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones.
Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps. Small secrets. Wie er da unten verschwommen. Ja. War zu schnell für die Kamera. Is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Oh, da hat er aber auch schon einen abbekommen. Ich glaube, er hat ein blaues Auge. Ja. Wir haben zu danken, das war amazing. Machine Games is known for creating these rollercoaster experiences with huge set pieces, surprising twists and immersive narratives. It's also Wolfenstein 3 when. Ja. Ich will ja nicht ablenken, aber das ist schon so etwas, mir jetzt zentral im Kopf ist. We are making a game for everyone. Aber ja, man spürt die Machine Games DNA hier drin und das ist ja, da bin ich auch so glücklich drüber, muss ich sagen. I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year. What? And we cannot wait to share more soon. Never. Ah, das war ein schöner Gag. Hast du gar nicht gesehen, ne? Was denn? Hinten hat Todd Howard einen goldenen Award geklaut. Oh, okay, ne, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Er ist kurz ins Bild gekommen wie Indiana Jones. Cute, das ist cute. Oh, das war sehr gut. Das ist cute. Ey, in diesem Jahr noch? Niemals, oder? Naja, das letzte Spiel von denen ist 7 Jahre her. Also ich wüsste nicht, wieso nicht, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt natürlich. Ich bin da sehr skeptisch geworden. Aber ich meine, eigentlich jetzt gibt es dann hoffentlich nicht mehr so viele Gründe für Verschiebungen. Da passt gar kein Bild hin, das würde sie von der 24 überdeckt werden. Doch, guck mal. Sizzle? Nee, okay, ist nur Sizzle. Ja, du hast recht, es würde die 24 überdecken. Das geht doch nicht. Mann, Robin, der alte Grafikdesigner, hat das direkt wieder durchblickt. Unsere Hoffnung zerstört. Du hast doch meine Thumbnails gesehen. Das ist so, das ist doch ein Können und technisches Wissen hinter. Guck mal, Outtakes. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. Also ich finde interessant, wenn ich das richtig verstanden habe, hat er gesagt, auch das ist eine shorter Experience, ne? Ja, ich bin auch der Meinung, er hat gesagt, das ist ein kürzeres Spiel. Würde mich dann interessieren, was das heißt. Ob er damit meint, ob damit meint, das ist halt kein 20-Stunden-Spiel oder ob es wieder ein 4-Stunden-Spiel wäre, weil auch das wäre dann nach den 7 Jahren schon sehr überraschend für mich. Ja, ich frage mich auch, ob das einfach nur dafür da ist, um zu sagen, ja, hey, erwartet jetzt nicht 20 Stunden. Ja. Aber ich weiß auch gar nicht, in welchem Verhältnis das zum ersten Teil stehen soll. Aber das fällt mir generell schwer zu sagen, in allen Elementen bei Hellblade. Ja. Wirklich. Also ich fand das wieder ganz sympathisch insgesamt. Ich muss aber sagen, dass Indiana Jones hat mich sehr positiv überrascht und ich bin total happy und Avowed ist leider das Gegenteil. Also ich habe bei jedem einzelnen Spiel exakt das bekommen, was ich erwartet habe, so ziemlich, muss ich sagen. Außer Indiana Jones, weil ich nicht dachte, das ist First Person, aber ich wusste ja, es ist Machine Games, deswegen habe ich mir da was Gutes erwartet. Okay. Und für jedes Ding war es so das, was ich erwartet habe. Außer halt Visions of Mana, weil das wusste ich nicht und das war relativ langweilig. Deswegen, das war nicht relativ langweilig, es war nur so, halt hier ist noch mehr dazu von dem, was du schon gesehen hast. Ich fand, das war jetzt alles relativ unaufgeregt und ich freue mich auf Indiana Jones. Ja, aber Avowed sah einfach schlecht aus. Ich finde, Avowed war wirklich, das kannst du ja eigentlich nicht machen. Das ist für Obsidian ein bisschen peinlich. Ich habe es gerade auch noch mal laufen und gerade hat man noch mal kurz eine Kampfszene gesehen und das ist, da fehlt tatsächlich einiges an so ganz grundlegenden Action, Game-Feel-Elementen, die ich erwarten würde bei dieser Art von Spiel. Und das verwirrt mich umso mehr, weil wir ja wissen, dass das geht, auch in First Person. Und gerade weil es von Obsidian kommt, gerade weil ich denken würde, okay,
so ein bisschen systemische Elemente in so ein Gameplay reinzubringen, ist dann ja auch das, was ich erwarte. Und das scheinen sie ja zu tun. Es sieht nur nicht so aus, als ob es sich gut anfühlt. Ja, wie halt so in vielen Spielen von denen, würde ich immer noch sagen. Weil ich würde auch sagen, Outer Worlds war halt das Beste, was sie da gemacht haben. Auch das war ja nicht großartig, aber ne? Ja. So Alpha ich weiß schon, was du meinst. Und Fallout. Aber genau, ich meine halt gerade Outer Worlds war halt im Verhältnis zu Fallout New Vegas und Alpha Protocol rein vom Game viel her ein Schritt nach oben. Auf jeden Fall. Für viele Leute ja in Sachen Entscheidungsfreiheit und Storytelling wiederum einen Schritt nach unten. Gibt ja auch durchaus Leute, die Outer Worlds nicht so sehr mögen. Aber ja, ja, und die machen ja auch Outer Worlds 2. Ach je. Das stimmt. Das ist alles, das ist schon ziemlich lame, muss ich sagen. Immerhin haben wir Pentiment bekommen. Pentiment war hervorragend. Ich würde mich gerne mal bei den Leuten bedanken, die in den letzten Minuten subscribed haben. Nämlich bei Kitsune, bei Adushi und bei Jaiba Boy. Danke für eure liebe Unterstützung. Ihr seid kleine Schätze. Und danke auch an alle, die subscribed haben, die wir jetzt nicht vorlesen konnten währenddessen. Das wissen wir sehr zu schätzen. Vielen lieben Dank. Ja, cool. Also wir werden im nächsten Podcast nochmal drüber reden. Natürlich. Über die Developer Direct. Wenn wir uns so ein bisschen gesammelt haben und dann gibt es ja vielleicht sogar noch ein paar Zusatzinformationen, wer weiß. Ich finde immer noch, dass Microsoft nicht glücklich darüber sein kann, dass nachdem sie in dem Jahr oder in den 1,5 Jahren, nachdem sie diese Firmen kaufen, dass dann Bethesda Starfield rausbringt und Obsidian Avowed. Das ist irgendwie, wenn du halt denkst, Obsidian und Bethesda ist jetzt First Party und dann kommen die beiden Spiele als erstes. Weiß ich ja nicht, du. War nicht Outer Worlds direkt nach der Akquise? Das kam 2019 raus, ich weiß gar nicht mehr, wann. Ich glaube, das oder genau zu der Zeit oder sowas, weil Outer Worlds kam ja insgesamt ganz gut an, hatte halt wurde halt mit Disco Elysium verglichen, was für kein Spiel ein guter Vergleich ist. Aber ja, das ist ja das, was wir meinen, wenn wir sagen, Xbox bräuchte mal so einen richtigen Hit. Indiana Jones sieht am ehesten danach aus, als ob es das werden könnte. Das wird kein Hit halt. Also, das wird niemals ein Hit, weil Indiana Jones einfach niemanden interessiert. Das ist ja leider so. Unabhängig davon, ob ich mir wünschen würde, weil ich würde mir wünschen, dass jedes Machine Games Spiel ein Hit wird. Aber da hast Hätte du ich jetzt halt bei Wolfenstein auch gedacht. Aber Wolfenstein ist ja auch eigentlich kein Hit. Genau, die wurden ja, genau. Das halte ich für realistisch, dass die in diese Region ankommen. Das halte ich für durchaus realistisch. Aber wie du sagst, das war ja auch, würde ich auch nicht als Hit bezeichnen. Und ist halt, es ist jetzt kein. Ich glaube, wenige Leute werden rausgehen und deswegen sich irgendwie Konsolen kaufen oder so. Aber das soll uns ja egal sein. Ja, also ich finde es einfach cool, dass es auch wie ein schönes Spiel, was Spaß macht. Genau. Das ist der Punkt. Okay, Leute. Ja. Gibt's noch irgendwas, Robin, was du sagen möchtest? Nö. Ich glaube, das ist. Ich fühle mich wie nach jeder Xbox-Präsentation in den letzten 5 Jahren, nämlich. Ja, das war okay. Wann kommt denn das Große? Das sind die großen Sachen, Robin. Ja. Das sind schon die großen Sachen. Gut, wie gesagt, wir reden. Doch mal bei Holy ein, ne? Genau, Holy auf jeden Fall. weareholy.com könnt ihr mit unseren Codes hier unten ein bisschen Geld sparen für sehr, sehr, sehr leckere, zuckerfreie Energy Drinks oder Eistees. Schaut da einfach mal vorbei, browst da ein bisschen durch. Danke an unseren Sponsor an der Stelle. Patreon.com/hooked und steady.de/hooked könnt ihr uns unterstützen, monatlich mit einem Beitrag, was uns auch sehr, sehr hilft. Da gibt es auch exklusive Inhalte, wie zum Beispiel einen 2-wöchentlich erscheinenden Exklusiv-Podcast, wo wir zuletzt, und das hat sehr viel Spaß gemacht, über unsere Most Wanted-Spiele 2024 geredet haben, mit einem Exkurs dazwischen, warum wir uns auf Suicide Squad nicht so sehr freuen. Aber das hat sehr viel Spaß gemacht, da mal auf das Spiel, auf das Jahr zu blicken, das vor uns steht. Und demnächst, da sind wir gerade in der Arbeit dafür, da gab es auch schon erste Aufnahmen, gibt es ja wieder die Spiel des Jahres Videos, auf die ihr euch freuen könnt. Das ist also etwas, das im Februar, nehme ich mal an, ansteht. Ich schätze mal so Anfang, erste Hälfte Februars peilen wir zumindest an. Wir müssen mal gucken, ob mit Terminen und Gästen alles so hinhaut. Das ist immer noch in Arbeit. Lasst uns da ein bisschen Zeit. Und ja,
ich hoffe, wir sehen uns dann am Montag im Podcast. Ne? Hören uns dann am Podcast, genau. Und dann sehen wir uns nächste Woche beim regulären Stream wieder. Und es kommt viel cooler Scheiß. Ich freue mich drauf. Und demnächst geht es auch mit Time to 3 weiter. Es tut mir leid, dass es da jetzt wieder so eine Pause gibt am Anfang des Jahres. Aber das ist leider manchmal so mit Terminkram und den ganzen Drum und Dran. Aber wir wollen... Man hat ja nur zwei Hände und 12 Finger, ne? Das kommt auch noch dazu. Aber wir wollen Atlantis unbedingt weiterspielen. Robin hat da auch schon Interesse angemeldet, weil Robin ist zum Atlantis-Fan geworden. Kann ich euch erfreut erzähhlen. Korrekt. Ich habe alles gesehen. Und ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Du hast noch nicht alles gesehen, Robin. Die Ace Attorney-Trilogie, die nächste, steht ja kurz vor Release. Wir haben leider noch keinen Code bekommen. Also wir werden wahrscheinlich auch erst nach Release anfangen können aufzunehmen. Das dauert also noch ein bisschen, bis ihr das dann auch seht. Aber wisset, dass es kommt. So. Sehr schön. Jetzt beugt euch dem Urteil der Krabben und habt noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.